Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Silberkorrektur lassen Sie sich nicht rausschütteln. Disclaimer. Die Stimmung ist gerade wieder völlig am Boden, so auch die Kurse von Gold und Silber. Aber das ist nur gefühlt. Wir befinden uns in einem Aufwärtstrend seit September 2022, als wir das Zyklustief ausgerufen haben. Aktuell befindet sich Silber bei 22,26 und genau bei Fibonacci 61,8. Ein weiteres höheres Tief liegt bei ca. 21,50 Cent und 20,30. Alle diese neueren höheren Tiefs der Korrektur sollen nur dazu dienen, die Anleger zu verschrecken, im schlimmsten Fall sogar zum Verkauf anzuregen. Die meisten machen das nicht. Sie wissen, dass die Drückung enden und die nächste Anstiegsstelle kommen wird. So auch der Goldexperte Markus Bussler vom Aktionär und Benjamin Deutsch und Hannes Hörtnagel von Invest Invest weisen in ihren neuen Analysen auf das Ende der Korrektur hin. Ich habe die beiden Videos von denen verlinkt, die sehen das absolut ähnlich. Das Gleiche gilt bei den Goldaktien, die immer noch Kaufgelegenheiten sind und nur vereinzelt steigen. Markus Bussler sagt, er hat heute Goldaktien gekauft. Bleiben Sie daher physisch stabil, lassen Sie die Zeit vergehen, die es noch braucht, bis der Wendepunkt kommt und die Kurse wieder stärker steigen und die große Rallye, auf die wir alle warten, endgültig starten. Ja, Sie sehen, dieser Analyst sieht das eben, dass es sozusagen Fallen sozusagen gewesen ist, die Korrektur von Silber. Hier war das der Fall, hier war das der Fall und vermutlich wird es auch hier mal der Fall sein. Und wir sehen dann nachher ein höheres Hoch hier bei Silber. Ja, hier ein Silber-Kupfer-Blei-Zink-Projektgenerator aus Neufundland. Sie haben mit dem Projekt Sail Point, das ist hier ganz im Norden von Neufundland, das ist diese Halbinsel Neufundland oder die Insel, ist hier im Norden, haben Sie sehr hochgradiges Silber, Kupfer, Blei und Zink in Verbindung mit einer 12 Kilometer langen linearen Bodenanomalie mit Gehalten von bis zu 657 Gramm pro Tonne Silber, 0,68% Kupfer und hier auch weitere Gesteinsprobenanalyse bis zu 4.526 Gramm pro Tonne Silber, 15% Kupfer, 7,5% Blei, 19,6% Zink etc. Zwei definierte Zielzonen, kombinierte Streichenlänge von 9 Kilometern, die in allen Richtungen offen sind. Es ist ein insgesamt großes Projektgebiet und über Straßen erreichbar. Also wie gesagt, eine 1A Jurisdiction ist es auf alle Fälle. Es gibt in Nordamerika nicht so viel hochgradige Silberexplorationsgebiete. Das meiste ist eben doch in Mexiko und Südamerika, aber das ist natürlich durchaus risikobehaftet. Und wenn wir am Ende doch eine große Silberrallye kriegen sollte, dann sind es solche Projekte, die überproportional bewertet ist. Eric Sprott ist hier damals im Rahmen des letzten Bullmarktes hier auch als Investor aufgetreten. Sie sehen, dass hier der Chart, der hat seine Gewinne wieder abgegeben, aber wir haben immer noch ein höheres Hoch als zur Corona-Krise. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aktie, so wie das hier aussieht, den Boden gefunden hat und wenn und es früher oder später hochgeht, ist meines Erachtens groß und ist damit ein sehr interessantes Unternehmen, weil das Unternehmen auch so stark auf Silber in einem sehr guten Rechtsgebiet, irgendwie Neufundland, Kanada, spezialisiert ist. Und hier auch nochmal die letzte Meldung, die im Rahmen des Bohrprogramms 2023 entdeckten polymetallischen Ader mit hochgradigem Silber und Kupfer gab eben 3.499 Gramm pro Tonne Silber. Kupfer 8,33%, 12,83% Blei. Also weiterhin sehr gute Bohrergebnisse. Eric Sprott ist investiert, sehr gute Jurisdiction, extrem hochgradiges Silber in Nordamerika. Sicherlich ein Unternehmen, das man sich angucken kann. Und es sieht eben charttechnisch eindeutig so aus, als hätte das Unternehmen das Boden gefunden. Und damit wäre die im Prinzip sehr gut präpariert, wenn dann doch Silber in die andere Richtung geht. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung an der Stelle.
Ja, Gold steigt analog der 1970er von $2.000 auf $8.500. Ja, die Chartdynamik sieht ähnlich aus, aktuell, die wir hier haben. Und das ist hier die von den 70er Jahren. Und ja, man kommt eigentlich nicht anders rum als diese Korrektur, bevor es dann hier im Jahr 1908, Ende 78 ging es los. Und das ganze Jahr 1979 war eine einzigste Zeit von steigenden Goldpreisen. Also Gold ist damals dann eben von $200 auf 850 gestiegen, aber erst nach dieser großen Korrektur, wo vermutlich auch viele Leute ihren Glauben an Edelmetalle etc. verloren haben. Ähm, und die Situation fühlt sich absolut ähnlich an, als hätten wir würde jetzt die auch vor uns stehen. Die Ungleichgewichte sind so riesig. Ich denke mal, es soll die Leute abhalten, in Gold und Silber einzusteigen. Und insbesondere die Penny Stocks. Gucken sich die Resultate aus diesem Zeitraum der 70er Jahre an. Hier ging es von 5 Cent auf $19, 10 Cent, $36, 20 Cent auf $40. Wenn Sie sehen, wie diese Preise jetzt unterbewertet ist und überhaupt keiner glaubt, dass es auch mal höher gehen kann, das ist eine Realität. Und ich bin der Meinung, früher oder später schwimmt sich Gold frei, wird sich über $2.000 etablieren, mindestens irgendwo auf 2.300, 2.500 steigen, Silber mindestens Richtung 42 gehen und das reicht eben daraus, um diese Penny-Gold-Aktien, die wir mal beschreiben, zum Glühen zu bringen, ja, weil sie so extrem unterbewertet sind eben auch. Ja, also was liegt eben vor uns? Moderater Anstieg von Gold und Silber auf 2.400 Gold, $42 Silber. Und das hat in der Vergangenheit solche Anstiege dazu geführt, dass Pennygold-Aktien von wenigen Pennies fast in den Dollarbereich oder mehr gestiegen sind. In dem Fall ging es hier von 2 Cent auf $36 in wenigen Monaten, 36 Cent hoch in wenigen Monaten hoch. Und ganz Ähnliches erhoffen wir uns gerade am Ende durch einen Silberspike, der möglicherweise jetzt sozusagen Schwung holt, könnte man sagen, könnte eben diese Gold- und Silberaktien-Rallye auslösen. Ganz ähnlich eben wie auch 2010. Dort konnte man auch gutes Geld mit Gold- und Silberaktien zu machen. Genau dieselbe Situation könnte jetzt auch bevorstehen. Ja, wie gesagt, immer noch sehr extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Trotzdem fällt es teilweise auf, dass die Penny Junior und Explorationsaktien eigentlich keine weitere Fallhöhe machen, nicht mehr gegenüber Gold und Silber steigen. Ich würde fast behaupten, auch wie Sie an dem Beispiel gesehen haben, viele bleiben gleich. Und Gold und Silber sind schwächer geworden. Das heißt, man ist mit Gold- und Silberaktien ist momentan fast ein attraktives Investment als Gold und Silber, weil es ist ja Gold und Silber, das sinkt, während viele Aktien, wie die Beispiele, die ich versuche hier aufzuzeigen, teilweise gleich bleiben. Und dieser Trend ist im Prinzip als eine sich beschleunigende Abkopplung zu betrachten. Ich meine, Gold wird früher oder später wieder hochgehen, aber immer mehr Geld wird in diese Penny-Gold-Aktien meiner Meinung steigen. Und der Grund, warum teilweise nicht weiterfallen, ist eben, weil die vielen Investoren davon ausgehen, dass früher oder später höhere Gold- und Silberpreise geben und dann steigt man nicht aus extrem unterbewerteten Gold- und Silberaktien aus. Also die Fallhöhe ist da nicht mehr hoch bei Gold und Silber. Und das ist im Prinzip auch unabhängig, relativ unabhängig zu betrachten von Gold und Silber selbst. Also man sollte diese schlechte Stimmung, die im Gold- und Silbermarkt, sich nicht anstecken lassen, sondern sich auf attraktive Top-Goldaktien, Top-Silberaktien fokussieren. Dann hier nochmal der Bewertungsunterschied von sogenannten Senior-Aktien, den Barricks und Newmans dieser Welt im Vergleich mit den Junior-Aktien. Das ist immer noch ein starkes Gap. Das kann auch ganz schnell in wenigen Monaten, wie hier im Jahr 2002, beendet werden, sogar mit einer Übertreibung Junior-Aktien. Und dann gibt es halt enorme Bewertungsaufschläge. Das ist ja daraus, wo wir hinwollen. Ja, wie hätte man 1970 ideal investiert? Man hätte im Grunde genommen einfach das in den 70er Jahren durch diese Pennygold-Aktien kaufen können, aussitzen, nachkaufen und so weiter und so weiter. Früher oder später kommt dann die Mania. Das geht auch unheimlich schnell, dann diese Anstiege. Und dann im Prinzip verkaufen, wenn der Markt ganz heiß gelaufen ist. Und das Geld einfach, hätte man am besten gemacht, hätte man denn diese Gewinne ganz normal in die gegensätzliche Assetklasse gesteckt, wie Top-Aktien und Top-Fonds. Dem Beispiel Berkshire Hathaway hätte man 1980 dann seine Goldaktien in Berkshire Hathaway gemacht, hätte man bis 1999
1 Million Dollar gemacht, aus vielleicht 1976, 77, $50 investiert. Das ist, wie gesagt, der Blick in die Vergangenheit. Das soll einfach als Gedankenanregung dienen, wie könnte es wohl in der Zukunft sein. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, also die Goldaktien werden ab irgendeinem Punkt steigen, in den Dollarbereich oder mehr, was die Penny-Aktien betrifft. Und das ist sozusagen auch ein Krisenindikator. Auf der einen Seite könnten natürlich die minenproduzierenden Länder sich vergreifen an den Besitzrechten, und zum anderen können, wie gesagt, auch unsere eigenen Länder sich ebenso vergreifen an den Assets oder die Auszahlung blockieren oder sonst was. Also die Bedrohungen sind wirklich groß, wenn man das so realistisch betrachtet. Irgendwann wird das sicherlich dann auch schlagend werden. Aber wir hoffen, dass es eben diese Verbindungszeit, bis es das ist, eben von steigenden Goldaktiennotierungen begleitet wird. Also es ist im Grunde genommen so, der Vorteil von Goldaktien in dieser Phase ist, sie brauchen erstmal kein Gold und Silber äh, zu verkaufen, um vielleicht Lebensunterhalt zu bestreiten. Das kann man einfach mit den Goldaktienverkäufen machen. Und natürlich, wir hoffen, dass sie ja überproportional steigen, dass man dementsprechend mehr Gold und Silber kaufen kann. Das sehe ich einen Vorteil. Irgendwann wird der ökonomisches Tief oder der Goldpreis wird seinen Maximalwert haben. 1980 war es dann so, dass man für eine Unze Gold einen Dow Jones kaufen kann im Durchschnitt und für 500 Unzen Silber ein Haus, wie Mike Maloney herausgefunden hat. Nun gehen die meisten Statisten aus, dass diese Krise heftiger wird. Die Geldmengen sind ja auch größer. International ist die Nachfrage nach Gold viel, viel größer, und die Schwächezeichen, sage ich mal, in allen westlichen Staaten sind nicht zu übernehmen. Das könnte zu einer richtigen, unglaublichen Vermögenswertimplosion am Ende führen. Das heißt, die Assets werden gegenüber Gold und Silber sehr wahrscheinlich noch billiger, möglicherweise mindestens um das Doppelte billiger sozusagen. Das heißt, für ein Haus muss man vielleicht nur 250 Unzen im Schnitt aufwenden, Silber. Und um ein Dow zu kaufen, braucht man nur eine halbe Unze oder eine Viertelunze zu investieren. Also das ist eben ein bisschen anders als früher. Wir wissen nicht genau, was kommt und welcher Magnitude, wie auch immer. Deswegen empfehlen wir halt, das meinen wir damit, mit Gold- und Silberaktien mehr Gold und Silber zu kaufen, um da nicht von Risiko von irgendwelchen Dritten ausgesetzt zu werden. Wir werden dann quasi selbst eine Bank. Um den Schritt kommt man meiner Meinung nach gar nicht drum herum. Ja, also wir müssen eigentlich die Gewinne aus den Ereignissen multiplizieren. Das hatte ich ja, wie gesagt, in den 1970er Jahren gezeigt. Wie hätte man da ideal investiert? Das ist vermutlich heute nicht viel anders. Also jede 200 Euro, die man jetzt in Goldaktien investiert, Top-Goldaktien selbstverständlich, steigen vielleicht im Schnitt um das 25-fache. Die Gewinne kann man zum anderen dann zum einen investieren, um mehr Gold und Silber zu kaufen. Irgendwann wird Gold seinen Maximalwert haben, der ja auch wiederum berechnet ist bereits. 8.000 Dollar Gold heutige Kaufkraft, also bei Silber ca. 300 Dollar. Wenn diese Punkte erreicht sind, dann ist der Gold und Silber hat dann seinen Maximalwert erreicht. Da ist dann keine weitere Kaufkraftzufuhr zu erwarten. Und es ist die Stunde der produktiven Business. Und da muss man einfach konventionell wieder investieren. Das heißt, Top Cashflow generierende Unternehmen versuchen zu identifizieren, Zukunftsunternehmen, vielleicht auch ganze Firmen oder eben auch einfach Mietshäuser, whatever, was jedenfalls eine reale Rendite bringt. Ja, wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach hohem, moderaten und sehr hohen Risiko zu sortieren, berechnen Potenzialfaktor, soweit möglich ist, Anzahl der Unzen, Länderrisiko, Grad des Goldes. Wir haben eine Exit-Strategie entwickelt, Einlage von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaftsunternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung schon ist zum Zollfreilage in der Schweiz, genauso leicht ist der Verkauf, keine Mindestinvestitionssumme notwendig. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das inhaltlich soweit gefallen hat. Vielleicht mir auch ein Like geben. Es würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.